Wer kennt sie nicht? Die penetranten Parfüms, die einfach überall in den Raum stehen, die einfach so stark sind. Trotzdem kommen sie gut an. Und diese, ja, ich habe 10 Stück, möchte ich euch gerne mal jetzt vorstellen. Also dranbleiben. Willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist immer noch Dennis aus der schönsten Stadt Deutschlands, Hamburg. So, wir fangen jetzt mal mit den ersten an. Stronger With You Intensely. Das ist allerdings die 2018 Version. Ich habe jetzt erst vor kurzem gehört, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass der, ich glaube dieses Jahr oder, ich weiß nicht, irgendwann neu aufgenommen worden ist, also reformuliert wahrscheinlich. Das ist hier die alte Version und die ist einfach penetrant stark, auch wenn man sie nicht selber irgendwie so wahrnimmt. Süß, süß, süß in die Fresse. Also das ist wirklich ein sehr extrem süßer Duft. Man muss süße Düfte mögen, um diesen Duft tragen zu können. Aber ich glaube, ich bin da immer bei Stronger With You. Ihr kennt mich. Ist jetzt nicht so meine Lieblingsline, aber ich habe ein paar und ich finde, glaube ich, den Intensely, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müsste das der beste sein. Aber es ist wirklich süß. Also das ist, als wenn man schönen ja, Sirup, Honig, whatever, übers Eis kippt. Also ich meine jetzt von der Süße, nicht von der DNA her. Hier habt ihr einfach Vanille, ihr habt, das ist einfach, es ist Toffee, es ist Mandel, der Mandel, ich weiß nicht gar nicht, es ist auf jeden Fall ein Toffee, süßer, würziger Zimtduft, mit Zimt, glaube ich, drin. Also richtig schön weihnachtlich. Natürlich jetzt perfekt, einfach zu dieser Jahreszeit zu tragen. Und ja, Stronger With You, warum rieche ich ja eigentlich da? Ja, ist absolut stark. Allerdings für einen selber, für mich zum Beispiel, ist er nicht immer um einen rum. Also wenn man draußen spazieren geht, riecht man ihn nicht immer, nur wenn man so ein bisschen wieder stehen bleibt. Aber er ist dann für einen selber nicht sehr stark. Es ist ein Duft, mit dem könnte man auf jeden Fall auch nasenblind werden ganz schnell. Das ist so ein Kandidat dafür. Aber für andere, vor allem für Leute, die kein Parfüm benutzen oder sehr selten, absolut bombastisch stark. Und der nächste ist auch ja eine Vanille Bombe, muss man schon erwähnen, mit schönen Lavendel-Style und wir reden hier von, ja, Le Male Elixir und das ist natürlich von allerfeinsten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier alle sprühen sollte, weil das ist einfach bombastisch, wenn man hier alle nachher, oh, hier habt ihr richtig schön süße Vanille, also eine Sillage, die auf jeden Fall sehr, sehr stark ist. Wie eigentlich schon das Original. Ich habe aber jetzt das neue, das Elixir genommen, weil es eben auch den ja, Oldschool-Touch, diesen Lavendel-Touch vom alten Matrosen mit drin hat. Also richtig schöne Vanille, extrem potent, extrem stark. Und ja, was soll man da anderes zu sagen? Es ist ein sehr, sehr extrem starker Duft, der einfach Vanille hat, Vanille und Lavendel und so ein, ja, es ist stark und der fällt auf. Aber auch der kommt genauso wie das Stronger With You Intensity sehr, sehr gut an bei euren Mitmenschen. Er ist beliebt, obwohl er so stark ist. Und das ist ja die Hauptsache, weil es gibt eben auch viele starke Düfte, die einfach nicht gut ankommen. Aber darum geht es nicht, dass ich sage nicht heute penetrante, starke Düfte, die schlecht ankommen, sondern die gut ankommen. Und das Elixir von Jean-Paul Gaultier gehört dazu. Als nächstes haben wir Versace, und zwar Versace Eros, das Original Eau de Toilette. Auch hier Vanille, also ihr merkt schon, wenn es immer extrem stark süß wird, vor allen Dingen, ist natürlich die Vanille am Start. Hier noch Fruchtigkeit dazu. Ihr habt auch eine leichte Frische. Das ist auch eine alte Version, beziehungsweise der erste Batch. Der ist schon so penetrant aufs Maul. Also der ganze Raum, die ganze Hausflur, wo ihr lang geht, riecht nach diesem Duft. Extrem stark. Da gab es auch schon ein paar Beschwerden, aber viele lieben einfach die Vanille, diese leichte Frische von der Fruchtigkeit. Und dann, ja, wie gesagt, Vanille von Versace Eros, der kommt wirklich sehr, sehr gut an. Auch bei der Damenwelt. Alle 3 kommen bei der Damenwelt bis jetzt, die ich jetzt vorgestellt habe, gut an. Und hat schon was. Also die Eros DNA, ich kann es nicht immer tragen, aber ab und zu trage ich ihn gerne und auch wenn man mal ein bisschen Pause macht, aber dann funktioniert dieser Duft einfach und wer kennt nicht Versace Eros? Wer den immer noch nicht kennt, hat die Welt verpennt. So, also unter den Designern, wenn man Vanille mag, bisschen was fruchtig, frisches, dann sollte die Eros auf jeden Fall, ja, in eurer Sammlung haben. Als nächstes haben wir einen Duft von Tom Ford und Tobacco Vanille heißt der. Ja, Tobacco Vanille, das ist einfach Vanille, auch hier wieder Vanille. Ihr habt so eine leichte Teenote, die rieche ich nur. Wie gesagt, ich sage auch gern, was man wirklich riecht und nicht, was in Tannenbaum der Duftpyramide drin steht, sondern es ist wirklich ein sehr warmer,
ich finde, teeartiger Vanille-Tabakduft, der wirklich sehr, sehr gut ankommt. Auch der ist 6 Jahre alt. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, wie die Version aktuell ist. Und es ist immer grundsätzlich mein Weihnachtsduft. Ja, so kann man das stehen lassen. Eigentlich habe ich in jedem oder Heiligabend meistens immer drauf oder zu den Feiertagen oder jedenfalls im Winter nicht so oft, aber ich trage ihn und auch der kommt trotz Tabak gut an. Aber es macht eben die extreme Süße, die dieser Duft hat. Das ist wirklich noch Tom Ford von aller Feinste und das ist eigentlich, also mit Oud Wood ist es das Parfüm, das ist ein Aushängeschild von Tom Ford. Ja, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie groß andere rankommen. Das ist Tobacco Vanille und Oud Wood. Aber hier haben wir Tobacco Vanille. Kommt einfach gut an. Und diese Version ist einfach extrem stark in der Sillage-Haltbarkeit. Als nächstes haben wir einen Yves Saint Laurent Duft. Und zwar ist, glaube ich, das Eau de Parfum. Und zwar Y. Ja, Y als Eau de Parfum. Das ist synthetisch richtig aufs Maul, guter Sprüher, aber wirklich synthetisch, ne? Also das hat Yves Saint Laurent früher nie gemacht, aber ich sage ja immer wieder, so oft ich den vorstelle, auch hier ist der erste Batch, ich weiß nicht, ob der sich jetzt verändert hat, Ingwer, ja, Süße, so richtig aufs Maul penetrant synthetisch, aber ich sage immer wieder, wenn ich mal was Synthetisches haben möchte, was frisch ist, was süß ist, was richtig aufs Maul ist, dann trage ich den Y, der ist aber auch extrem frisch, synthetisch. Dieses Ingwer, der Ingwer im Hintergrund ist auf jeden Fall da, richtig aufs Maul. Schöner Duft, aber irgendwie, obwohl er synthetisch ist und so weiter, ist er trotzdem geil. Und dieser Duft, ich gucke jetzt mal kurz durch, ist der Duft, wo ich das schon mal, wenn ich das alles so Revue passieren lasse, ist das fast der, wo viele sagen, der riecht, oder für den ich von denen am meisten Komplimente bekomme, der Y. Das ist eben das, was ich sage. Es ist strange, man fragt sich, warum ist das so, aber irgendwie ist es so. Und ja, synthetisch süß, Ingwer-Style, frisch, Yves Saint Laurent Y. Ja, als Eau de Parfum müsste das sein. Dann kommen wir zu einem OG. So, und dieser OG hat eigentlich das Game nach Job Om, muss man schon sagen. Ich glaube, nach Job Om, der hielt ja lange, hat er das Game neu aufgeräumt. Es ist Mandarine, es ist Vanille, einfach süß. So, 1 Million, das Eau de Toilette. Ich halte das jetzt so, weil das immer sonst blendet. Und ja, auch dieser Batch ist ein bisschen älter, aber nicht der allererste, natürlich nicht. Den habe ich früher leer gemacht und so weiter. Ich habe hier mit denen auch mal einen Test gemacht mit so 10, 15 Sprüher anscheinend. Gut, da war ich im Wettbüro, da hat jetzt keiner groß gekräht, aber da riechen eben alle viel und dann, da hat man auch, glaube ich, noch zu der Zeit geraucht, war nicht so schön, aber der ist jetzt nicht mehr so stark wie früher. Also früher hätte man niemals 15 Sprüher nehmen können. Das ist einfach too much gewesen, obwohl trotzdem haben wir es gemacht, ne? Und ich bin auch Overspray, ich würde es immer noch machen. Jetzt gibt es andere Ableger, aber ich wollte das oder den OG zeigen, das Eau de Toilette, weil es immer noch diese DNA, Mandarine, Vanille, bisschen frischer, trotzdem extrem süß, ist eben geil und der OG von 1 Million gehört einfach hierzu, weil er kommt trotzdem immer noch gut an. Leider gibt es auch viele, die einen entgegenkommen oder ich hatte das letztens, morgens früh, da bin ich einfach 2 Runden spazieren gegangen, ne, um den Körper in Wallung zu bringen und dann ging einer vor mir, wahrscheinlich zur Arbeit, mit einem ähnlichen Duft, aber das kann wirklich nur, weil bei 1 Million riechst du das raus, so eine Art Drogerieduft, so richtig penetrant, billig, süß, schlecht. Die schlechte Kopie von 1 Million, wirklich. Das roch fürchterlich. Ich lief die ganze Zeit hinter ihm und ich rieche ja sehr gut. Und der muss da drin auch gebadet haben, wahrscheinlich extrem heftig. Also holt euch lieber das Original, weil bei diesen überhaupt immer so grundsätzlich das Original. Aber bei 1 Million merkt man das auch schon, ob es ein Nachbau ist oder das Original. So, der nächste ist ein sehr salziger Duft, Mega Mare von Eau de Parisi und das ist Moschus und Salz. Einfach extrem und natürlich auch eine frische. Die sprühe ich jetzt hier nicht. Das ist einfach extrem stark und der kann vielen auf den Sack gehen, aber der kommt trotzdem immer gut an. Vor der Zeit, wo ich den gekauft habe, war das noch nicht so der Fall, aber er wurde immer mehr und umso mehr sich die Leute an diese Art gewöhnen, umso besser kommt er an und tatsächlich ist mega mehr in dieser Liste, die eben diese von den penetranten, starken Düften, die aber gut ankommen. Ich hätte es eigentlich gar nicht gedacht, weil der Anfang, wo ich den wirklich gekauft hatte, das ist schon länger her, da war also
da habe ich nicht gutes Feedback bekommen. Gar nicht. Oder gesagt, oh, was ist das denn? Aber umso länger ich ihn habe, umso besser wurde es. Ein kleiner Tipp, bitte nur auf die Haut in dem Fall, den nicht auf den Klamotten. Das kann ein bisschen schwitzig werden. Das ist bei Mega Mehr leider so. Aber Mega Mehr, so oft jetzt erwähnt und erzählt, immer am Start. Und geil. Und kommt eben gut an. So, und jetzt kommt das beste Designer-Parfüm aller Zeiten für mich. Und das ist eben, ja, Dior Parfüm. Und das ist die alte Version. Jetzt kommt er tatsächlich neu. Ich kann nur beten, dass er genauso riecht wie dieses Meisterwerk. Er ist eben extrem stark, aber der kommt auch so gut an. Nicht jeder macht diese DNA von Würzigkeit, Iris, Ledertouch, so pudrig, aber das ist die erste Version hier, die ganz erste. Das ist sowas von lecker und sowas von geil. Oh, wenn ich den hier rieche, ne? Das ist, aber der ist eben, der riecht von hier bis zum Jupiter. Das ist extrem stark und penetrant, aber geil. Und ich möchte auch nicht mehr viel mehr zu den Duft sagen. Einfach ein Meisterwerk. Ich kann, doch das eins, was ich noch sage, die Version, die jetzt kommt, hoffe ich, dass sie genauso gut ist und so weiter. Und dass sie dieses Meisterwerk jetzt nicht demoliert haben. So, und dann haben wir einen ganz, ganz süßen Duft. Wahrscheinlich der süßeste in meiner Sammlung von Profumo Roma, Acqua di Zucchero. Und das ist einfach Orange und Zuckerwasser. Wirklich von allerfeinsten. Den sprühe ich jetzt hier auch nicht, weil das ist wirklich ölig. Und dieser Duft, diese Brand hat schon so sehr viel Öl. Also das ist schon sehr, sehr nice. Aber eine geile Brand. Und Familienbetrieb, glaube ich, noch richtig schön stark. Und das einzige Manko hier, die Sprüher finde ich nicht, die sind billig, aber der Rest ist gut, muss man selber reinmachen. Schöne OVP, bekommt einen Zerstäuber mit, ein Glaszerstäuber, glaube ich sogar, den ihr, müsste ich lügen, ich glaube, war ein Glaszerstäuber, den könnt ihr mitnehmen, aber braucht ihr nicht, die sind so stark und hier habt ihr wirklich Acqua di Zucchero, also ein aquatischer, was heißt aquatisch? Das ist ein süßer Duft, der, also, muss ja nicht aquatisch, heißt ja nur Acqua di Zucchero, also Zuckerwasser, so. Und es ist mit Orange verfeinert und eben nur süß, süß, süß. Aber der kommt eben auch bei der Damenwelt gut an. Kann natürlich von einer Dame fast besser getragen werden, aber eben auch von einem Mann. Und wenn ihr mal Bock habt auf was ganz Süßes, dann Acqua di Zucchero. Punkt. Lassen wir so stehen. So, und zum Schluss kommt dann der Ombre Nomade, ja. Und das ist natürlich, da kann einen auf den Sack gehen und der ist auch penetrant, aber er kommt irgendwie gut an. Weihrauch, leichte Rose. Es ist so lecker. Oud und Ombre Nomade. Also das, was ich da immer so rieche, ist einfach auch Ledertouch ein bisschen. Weihrauch. Und wie gesagt, das ist ein geiler Duft. Und es geht aber bitte nur das Original. Es gibt einige Nachbauten. Es gibt auch gute, echt gute Nachbauten oder Alternativen. Aber das Original ist unschlagbar. Es ist einfach unschlagbar. Ich habe den letztens erst wieder getragen. Der zerstört einfach. Das ist so geil. Der kommt geil. Das kann vielleicht auch nervig werden, aber der kommt trotz dieser Stärke und trotz dieser DNA und dieser Schwere, das ist ja ein sehr schwerer Duft, kommt der einfach sehr, sehr gut an. Ombre Nomade. So, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Schreibt mal alle runter, was tragt ihr oder was habt ihr so für penetrante Düfte, die gut ankommen. Und dann, ja, sag ich mal, bin ich raus. Und dann wünsche ich, glaube ich mal, ich weiß nicht, ich glaube kein Video mehr vorher, wünsche ich einen sehr, sehr schönen, guten, entspannten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen wir uns 2025 wieder. Also, reinhauen. Cause I cherish every minute.